Hallo ihr Lieben, nach längerer Pause wieder mal ein Video zum Thema Hintergründe und Texturen. Ich arbeite wie immer auf einem Aquarellpapier etwas stärker. Das habe ich mit einem Binder, einem glänzenden Binder versiegelt. Mein Werkzeug sind ein paar Abschnitte von Plastikkarten, ein grobzinkiger Kamm, ein paar Spachtel, die lege ich mal zur Seite. Als Farben habe ich ausgewählt ein dunkles Indigo-Blau und ein Sienna gebrannt. Diese gebe ich jetzt erstmal auf meine Palette, auf meinen Teller. Und zu diesen beiden Farben gebe ich etwa die gleiche Menge Retarder oder Kleister, um die Mischung später lange feucht zu halten. Mit einem kräftigen Borstenpinsel trage ich das Ganze dann auf und ihr werdet sehen, ich werde das Sienna und das Blau nicht komplett vermischen. Das ergibt besonders deutliche und farbvariierende Pinselspuren. Ihr seht, jede einzelne Pinselspur hat viele Facetten an Farbe und allein das ist schon eine besondere Struktur, die dort entsteht. Das wäre auch schon ein Hintergrund oder ein Vorschlag für einen Hintergrund. Als nächstes ist der Kamm dran. Mit dem kann man, wie ihr seht, schöne Wellenlinien erzeugen, parallele. Ihr findet bestimmt noch mehr Werkzeuge für euch, die passen und schöne Strukturen ergeben. Hier mal was mit einer Plastikkarte. Die lasse ich einfach mal über das Blatt meandern und die schiebt dann die feuchte Farbe einfach zur Seite und der helle Untergrund kommt wieder zum Vorschein. Ich probiere hier einfach verschiedene Werkzeuge aus, um zu zeigen, was möglich ist. Ihr findet bestimmt bei euch im Haushalt auch noch andere Dinge, die ihr zur Strukturerzeugung nutzen könnt.
Stellen, die ihr noch nicht mögt oder die ihr weiter bearbeiten wollt, könnt ihr auch nochmal mit dieser Farbmischung überpinseln und dann einfach nochmal neu gestalten. Dadurch bekommt ihr auch den Eindruck von mehreren Ebenen und einer etwas größeren Tiefe im Bild bzw. im Hintergrund. Hier nehme ich ein zerknülltes Zeitungspapier und drücke es in die feuchte Farbschicht. Dabei entstehen dann wieder neue Texturen. Dieser Hintergrund wird dann sehr, sehr vielfältig, sehr wild auch und sehr abwechslungsreich. Man kann natürlich auch viel ruhigere Hintergründe damit gestalten. Ich zeige euch einfach mal verschiedene Möglichkeiten hier. So, das ist also mein fertiges Ergebnis für den Hintergrund. Ich gebe zu, es ist ein bisschen quirlig, ein bisschen wild, ein bisschen surreal,
Mal sehen, ob ich da noch was draus mache. Dann werdet ihr das in einem der nächsten Videos vielleicht sehen, wenn es gelingt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren, beim Experimentieren. Bleibt kreativ und mutig dabei. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!